Okay, test. I should ask that whether I can hear myself, right? Because everyone says, can you hear me? Not very many people say, can I hear myself? Yes. So, feiert jemand hier vor morgen? Nein? Morgen ist chinesisches neues Jahr. Und meine Frau ist erstaunt, dass ich heute hier Vorlesung geben sollte. Ja. So, in meiner Arbeitsgruppe es gibt auch verschiedene Menschen von verschiedenen Regionen. So, wir feiern in unserer Arbeitsgruppe mindestens 3-mal pro Jahr, vor neues Jahr. So, morgen ist das zweite, im August, dann gibt es auch islamisch neues Jahr, August oder September, und dann noch einmal. Ja. Okay, gut. Guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Inhaltlich wird die Vorlesung heute die Inhalte von Klausur. Am Mittwoch werden wir über die Zukunft, was würde passieren im Kolloquium in Zukunft mit dieser Vorlesung zu tun. So, wie kann Sie später erwarten, andere Vorlesungen am Informatik oder am anderen Studiengänge vielleicht weiterleisten? Wir haben leider letzten Mittwoch 2 Dinge. Eine muss ich weiter erklären. Ich habe diese Frage ganz vergessen. So, die Frage hier ist in Folie 45. So, hier. Ups.
Wir haben Set Associative Cache geguckt und es gibt 3 Fäden, Tag, Index und Offset. Was ist ganz klar ist, das Offset ist am Ende in dieser Adresse RAM. Ansonsten haben wir Probleme, weil wir haben Zeiten. Adressierung, dann Offset ist für uns auch ganz klar, wenn wir etwas finden, dann gucken wir, welche Wörter wir eigentlich brauchen. So, das muss am Ende sein. Was wird passiert, wenn wir Index und Text umtauschen? Was sind die Konsequenzen, wenn das Tag und Indexfeld getauscht wird? Warum ist Tag vorne und Index hinten? Warum nicht das Indexfeld im Vorne und Textfeld hinten? Es kann sein, beide sind richtig, so es gibt keinen Unterschied. Oder es kann sein, Tag, dann Index, dann Offset ist der einzige Fall, der funktioniert. Es kann sein, dass es hat Beeinfluss, Stack oder Tags oder andere Dinge zu tun. Es kann sein, dass durch diese Vertauschen wird die Größe von T und B reduziert. Welche von hier scheint gut oder richtig aus? Empty slides, okay. Don't press anything. Okay, good. I think I know what you want. Okay, gut. Das ist unser Hauptspeicher. Hier ist Hauptspeicher, okay. Gut. Ja, gibt es Meinungen hier? Auf YouTube? No, nicht? This is one of the most difficult questions I have ever asked in this lecture. And my experience shows that every 2 or 3 years, there would be one correct answer. Let's see whether we get one this time. So, not yet. Was? Oh yeah, you can explain the picture.
Genau, vielleicht hilft es ein bisschen, wenn ich mal erkläre, was man sich vorstellen muss. Also, mit nicht vertauschtem Tag- und Indexfeld haben wir ja an den untersten Stellen der Adresse den Offset, dann den Index und dann den Tag. Das heißt, wenn ich mir den Hauptspeicher mal so aufmale, also von oben nach unten ist jetzt mal Hauptspeicheradressen hier, dann bestimmt die Anzahl meiner Offset-Bits erstmal die Blockgröße. Das heißt, aneinander hängende Bereiche jeweils in der Größe des Blocks habe ich hier mal in so Blöcken gemalt. Das heißt, das sind irgendwie Bereiche, die sich nur im Offset unterscheiden, jeweils so ein Bereich. Wenn ich das dann weitermal, dann gehe ich natürlich weiter über das Indexfeld. Das heißt, wenn ich jetzt mal sagen würde, ich habe 2 Indexbits, dann würden sich jeweils 4 von diesen Blöcken nur im Indexfeld unterscheiden, aber nicht im Tag-Feld unterscheiden. Die nächsten 4 wäre dann wieder das gleiche, würden sich auch wieder nur im Indexfeld und nicht im Tag-Feld unterscheiden. Was ich jetzt eigentlich nur machen muss, ist dasselbe Bild einmal zu malen und mir vorzustellen, was wäre, wenn Tag- und Indexfeld vertauscht wären, wie dann die einzelnen Blöcke verteilt werden und aussehen würden. Und dann kommt man eigentlich auf die Antwort. So. So, wenn wir Tag, so gucken wir jetzt hier, so, es bedeutet hier, so, marken hier, eine andere Farbe, so, hier ist unser Set nur, Set nur, Set nur, Set nur und Set nur. So, dieser gehört zu Set nur. Wenn wir zum ersten Tag, dann Index. Okay? Dann, wenn wir zum ersten, vielleicht schwarz, zu gleich, zum ersten Index und dann Tag, dann dieser, zum ersten Index und dann Tag, dieser zum Set nur. Okay? Nochmal. Wir haben zum ersten Tag oben, so hier, zum ersten Tag und dann Index. Das bedeutet, Set nur ist mit die 2 Bits nur. Ja? Okay, dann wenn wir auf die vorne Bits gucken, dann hier sehen wir, hier ist hier nur, das ist auch nur, dann hier nur 1. Und dann weiter, hier ist 1, dann weiter, hier ist 1 nur, dann hier ist 1. Okay? Das bedeutet, wenn wir jetzt Index zum ersten in vorne und dann Tag, bedeutet es einfach, das Set, die ersten 2 Bits, können wir mit nur aus Set nur 1 aus Set 1, nur 1 nur aus Set 2 und 1 aus Set 3 setzen. Okay? Das bedeutet, dass wir verteilen, wird einteilen, die einteilen, das speichert in 4 Segmenten, wenn wir 4 Sets haben. Das ist, also der Unterschied ist, dass wenn wir zum ersten Tag und dann Index machen, dann wir haben
immer Set nur, Set 1, Set 2, Set 3 und weiter in kleine Blöcke. Okay. So, was ist dann diese Konsequenz? Okay. Okay, gibt es Meinungen jetzt von hier auf YouTube? So, wir haben früher über Lokalität gesprochen. Wenn wir ein Programm mit örtlich Lokalität oder zeitlich Lokalität benutzen möchten, dann sollten wir Lockat ausführen. Das bedeutet, wir vielleicht lassen nur die Datei hier. Das ist unsere Datei, von hier bis hier. Unser Programm ist bereit. Zum Beispiel ein Array oder ein Schleifer. Das ist vom Anfang ist hier und dann endet es hier. Okay. Ist es klar jetzt? Wenn wir wenn wir zum Tag dann Index machen, dann benutzen wir mehrere Sets in unser Cache. Wenn wir zuerst Index und dann Tag machen, dann bleiben wir immer in diesem Beispiel, nur im Set nur. Und wenn wir immer in ein Set nur bleiben, es bedeutet es, dass wir über Cache Replacement oder ersetzend denken müssen. Okay. Could you repeat the answer? Auf YouTube gibt es einen Kommentar dazu. Durch das Vertauschen von Tag und Index würden also alle Blöcke an einem Index gespeichert werden. Entsprechend würde ein Programm, das hauptsächlich lokal arbeitet, nur eine kleine Menge des Caches nutzen. Und das ist natürlich ein Problem. Und es funktioniert, aber nicht gut. Eine kurze Anmerkung dazu noch, es ist nicht ganz richtig. Es werden natürlich nicht alle Blöcke an einen Index gespeichert, sondern die Indexe, die verschiedenen Sets verteilen sich schon über den Speicher, aber es werden sehr, sehr viele Blöcke hintereinander auf einen Index gespeichert. So, man kann auch in mehrere Index arbeiten, wenn diese Adresse das Adressraum ganz groß ist, aber das ist nicht gewöhnlich. Ja? So, wenn wir nur 32 Sets haben, in 4 GB RAM müssen wir 4 GB durch 32. So, jedes Block ist ganz groß. Ja. Natürlich, es gibt auch Dinge, die 2 Blöcke benutzen, aber auch mehrere, aber das ist ganz ungewöhnlich. Okay, so, das funktioniert. Es gibt Unterschied und es ist mit Text Data, BS-Segmente nichts zu tun. Das ist über Performance. Wenn wir jetzt so machen, dann zuerst Index und dann Tag, dann das ist gleich wie wird kleine TOP größer benutzen. Bedeutet, wir wird mehrere Sets haben, dann
haben wir auch mehrere große Reduzieren ansonsten. Gibt es Fragen hier? Nein? Dann, ich habe auch auf Englisch kommentiert, dass 3D flash memories are less reliable, and this is not because of the 3D packing. I have to say that. It's the 3D flash memory techniques combines two things together. One is the 3D packing. It packs the memory chips in a three-dimensional space. Because originally, when you think about chip design, it's only two-dimensional. And you can do the 3D stacking. Okay, so that is not a reason why it's unreliable. The data retention becomes less. The reason why the data retention becomes less is because of the technique called multi-level cells, which is used always nowadays, including the 3D stacking technology for the flash memory. So the multi-level cells technique is a trick that can technically increase your capacity. Instead of storing a bit in a cell, you store multiple bits in the cell. Okay, sounds a bit strange. But how it works is like that. When you look at a signal, so when you look at a signal, if you can distinguish them into 4 levels, okay, so this would be, below this one would be 0, 0, between these two would be 0, 1, and then would be 0, 2, 1, 0, and it would be 1, 1, okay? So when you want to start the information to the flash memory cell, what you need to do is to somehow make a clear distinction of them. So for example, if you store 0, 1, you should be able to observe the current strength of your cell in this region. Okay? So this is the current strength. Okay? So when you put this in, you basically can have your system with one cell but multiple status. Okay. So the reason why you can do that is that, so you can do that, you can do it with 2 bits. You can further increase that to 8 states, and then you can have 3 bits stored there. The more the better. Yeah, of course. We want to utilize every single cell. We can have to store as many bits as possible. The state-of-the-art of NLC can be 2 bits or 3 bits. When you go beyond that, you will not be able to distinguish some status. Or the data retention time of one state becomes too short. You cannot use that anymore for non-volatile memory technologies. So that means that when you store something into the cell, they are represented by the electrons, right? If they can escape from the trap you built for them, then the more they escape away from that, the more error you get. So, we never talk about that. So, yeah, forget about what I say. So, the main reason why it's more unreliable is that if you build a single bit flash memory with 0 and 1, then the data retention time is longer, and the wear leveling is also, the number of times you can reuse the block by erasing is also higher. If you use multi-level cells, then you increase the capacity with a cost. The cost is that the number of times that this block can be erased, this cell can be reprogrammed, and the number of times that this cell can be reprogrammed, and
the program and the duration of the data that it can be valid in the cell without charging, both would be reduced. So if you want to make sure that your data is always the same as before, put your flash memory for charging the cells from time to time, then your data would still be charged. So in flash memory, there's also a technique basically to charge your flash memory cells to be as fresh as before. Okay, so even if you don't need that, but you would do this to increase the data retention time. Okay, any question for these two? No? If not, apparently we also spend too much time. If not, oh, exam, sorry, yes. Ich wollte die Zeit nur noch mal ganz kurz nutzen, um noch mal die Klausurinformation anzukündigen. Also es gilt alles so, wie es im Moodle steht. Präsenzklausur am 17. März um 10 Uhr. Ich hoffe, dass ich mich nicht vertue. Bis etwas anderes von uns angekündigt wird als Nachricht im Moodle, steht dieser Plan auch. Selbstverständlich werden alle Leute da auch noch entsprechend darüber informiert. Zugelassenes Hilfsmittel für die Klausur ist ausschließlich ein doppelseitig handschriftlich beschriebener DIN A4-Zettel. Da dürft ihr draufschreiben, was ihr wollt und den mit in die Klausur nehmen und darauf schauen, nichts anderes. Die Studienleistungen werden voraussichtlich nächsten Montag eingetragen und danach ist dann auch die Anmeldung zur Klausur im BOSS offen. Natürlich, wir haben auch Plan B, aber wir sprechen über Plan B, wenn es notwendig ist. Okay, gut. Aber wir machen sofort. Also wir machen einfach durch Plan A, wenn es geht. Okay. Gut. Dann die letzten Folien sind für Kommunikation, Eingabe und Ausgabe. Okay. Das wird auch viermal geguckt. Das ist über die Übertragung von Information, von Informatik. Ja? So, wie sieht das interne Verbindungsnetzwerk aus? Wir haben über Prozessor, Mikroarchitektur, Speichertechnologie schon geguckt, aber wir brauchen auch Dinge und die verschiedenen Komponenten zur Verbindung und das kann man mit Verbindungsnetzwerk gucken. Ja? So, zuerst gucken wir, wie solche Systeme sieht aus. Das kann man ganz einfach mit einem einzigen Bus benutzen. So, wir haben bisher Prozessor, Speicher und dann können wir einfach einen Controller und dann können wir mit verschiedenen Eingaben- und Ausgabegeräten verbinden. Das ist sehr einfach, aber das ist zurzeit fast nicht dabei, auch für einfach eingebettete Systeme. Wir können auch ein bisschen verbessern. So, es bedeutet, wir können hier nicht direkt einen Controller auf Bus setzen. Wenn wir die Dinge alles auf Bus setzen, dann die Geräte sind beeinflusst vom Bus. Dann können wir einen Adapter benutzen. So, dann für diesen Adapter, wenn wir über Eingabe und Ausgabe zugreifen möchten, dann setzen wir besonders Adresse. Wenn die Adresse ist weniger als ein Threshold, hier Beispiel nur x4 nur, dann sind diese Adresse für Eingaben- und Ausgabegeräte. Und wenn nein, dann sind diese vom Hauptspeicher. Was ist gut für diese, ist das, wir können einfach
die alle Geräte mit Speicher einsetzen. So, es bedeutet, wir operieren einfach mit Speicher. Es gibt keinen Unterschied zwischen Speicher und Geräte. Dann können wir alles mit solcher IO Memory benutzen. Das können wir jetzt mit großer Wortbreite von Speicherbus benutzen und es ist auch mit besserer Geschwindigkeit ausführbar. Das ist natürlich auch nicht zur Zeit. Dann es gab dieses PCI-basierte Systeme. Dann sehen wir etwas ganz anderes. Dann sehen wir jetzt, so, hier Prozessor, Speicher, dann jetzt Prozessor, Speicher, R1 Cache, dann sehen wir R2 Cache und dann haben wir DRAM hier. Okay? So, das sind für uns Prozessor und dann Speicher und die anderen sind von Eingaben und Ausgaben der Geräte. So, wir haben Speicherbus zwischen die drei Komponenten und dann es gibt verschiedene Dinge hier dabei. So, es gibt PCI Bridge. So, PCI Bridge ist ein Adapter zwischen PCI-Geräten und Speicherbus. Und dann sehen wir verschiedene PCI-Geräte mit verschiedenen Interfaces. So, und dann sehen wir auch andere Bridge. Es ist PCI to ISA Bridge. Und ISA, was sehen wir hier? Hier ist CAM1, CAM2. Und CAM1, CAM2, dann sehen wir hier etwas anderes. Das können wir vielleicht markieren, Maus und Tastatur. Sind natürlich auch Eingaben und Ausgaben, Geräte. Okay. Historisch, wenn wir darüber gucken, was war historisch, war hier NIR, Owner, dann das war Strukturen mit ISA. Kennst du ISA? Nein, ja? Zu Art. Ich hatte ein paar ISA-Geräte benutzt, aber als ich Student war schon alles bei PCI. Ja, meistens, nicht alles. Okay? Gut. Aber was ist der Unterschied zwischen die zwei Protokolle? PCI sind schneller und ISA sind langsam. Das ist wieder einfach hier. Und ISA sind imperiert, PCI sind, Entschuldigung, ISA ist serious und PCI ist parallel. Okay. So, das sehen wir auch gar nicht zur Zeit. Do you know CAM1 and CAM2? Who knows that? Yeah. What do you control? What? Okay. Okay. Good. For controlling something with I/O, with slow speed, slow baud rate, you can use CAM1 and CAM2. Yeah? But most devices nowadays will support USBs. Okay, gut. So, dann, fast im Jahr 200 gab es Verbesserungen von PCI-basierten Systemen. Dann die zwei, so PCI und dann ISA, hat dann mit zwei verschiedenen Dingen genannt. So, das war North Bridge und South Bridge.
So war früher PCI Bridge. PCI Bridge ist immer neben Prozessor und wir setzen Prozessor immer an Open. So deswegen PCI Bridge ist in Node. Und dann die anderen Geräte, die anderen langsamen Geräte sind mit South Bridge verbunden. Okay, was sehen wir jetzt hier? Aus 9 Dingen ist da. Das war früher Prozessor, dann Speicher, dann North Bridge. So, Speicher ist nicht direkt auf PCI-Bus, aber dann nach dieser Entwicklung, es ist Prozessor und dann direkt mit North Bridge Verbindung und dann es gibt Graphic Bus und Speichert Bus mit North Bridge verbindet. Das bedeutet, nachdem kann man direkt die Buffer von Graphic Cards ausspeichert mit gleicher Geschwindigkeit benutzen. Nachdem kann man mit GPU, General Purpose Processing Units, auch mit Computation berechnen zu benutzen. Dann sehen wir hier North Bridge, sind auch für schnelle Geräte und South Bridge können wir die anderen Dinge mit langsamer Geschwindigkeit benutzen. Okay, derzeit USB 1,0 war auch nicht so schnell wie heute. Okay, wo sind die Komponenten auf dem Board? Das sehen wir jetzt. Ein Motherboard. Let's make a short poll here. Just raise your hand. Has anyone here ever opened your computer in this room? Yeah. Have you replaced any of those I/O devices? Yes, okay. Good. So, what is this? Let's start something easier. What is this? Huh? Yeah? Okay. Do we see a processor here or we see something else? What is on top of the processor? The fan. Yeah? And how about this one? This four, yeah? All together? RAM, good. Good. And here? Okay, keine Ahnung. Okay, so this one. Okay, so hier ist ein Batterie. Okay, so wir sehen diese Strukturen auf Board und es sehen verschiedene Input-Output-Slots, Prozessoren und die Speicher. Ich muss ehrlich sagen, dass das Training von Informatik hatte nicht viel zu tun mit Input-Output, mit I/O, aber die Industrie hat viele mit Input und Output zu tun. Ja? So, zum Beispiel, wenn wir über die andere Firma in unserer Technologie-Part gucken, dann ist es besonders gut für ein Bereich und das ist normalerweise für ein paar Geräte besonders gut. Ja? So wird leider auch nicht viel Zeit investieren können, über Inputs, Outputs hier zu sprechen. Aber natürlich, wir besprechen hier ein bisschen, sodass Sie die Konzepte von Inputs, Outputs, Geräten verstehen können. Okay.
Gut. So. Gut. Okay. PCI Express X1. Ja. So, PCI Express. Es war neu, dann war alles Bridge, nein, meistens Bridge aus Chipsets mit Switch ersetzt. So, es bedeutet, es gibt Switch dazwischen mit verschiedenen CPUs zu verbinden und es gibt auch verschiedene Brücken mit dem Bridge zu verbinden. Und das ist vielleicht der neueste, das ist die aktuelle Intel Hierarchie und ich habe nicht geguckt, ob es ist auch neueste ist, aber mindestens das war bis von 2015. Was sehen wir jetzt ist ein bisschen erneuert, wie aus hier. So, es ist mit Prozessor und dann verschiedene PCI Express und andere Interface, die schnelle Geschwindigkeit benutzen hier dort. Und dann gibt es ein Hub aus Controller die Plattform. Dann es gibt verschiedene Dinge mit dieser Hub verbinden. Okay? Gut. Und natürlich, es gibt mehr komplizierte Dinge mit vollständig separater Speicher und Input-Output-Busse. Das ist besonders gut für Großrechner. Das war die Verbindungsnetzwerk. When you want to have a look of the connection, the intra-chip connection, keep in mind that you may buy an AMD processor or Intel processor, but the motherboard does not have to come from these two companies. And those are provided by the motherboard manufacturers, not by the chip manufacturer. The chip manufacturers provide the reference design. How should the architecture look like? How should the processors be connected to the motherboard? But at the end, the motherboard manufacturers still have some freedom to do some design choices there. Okay? Ja, gut. Gibt es Fragen? Nein? Okay, so, dann fangen wir mit Informatik-Dinges an. Ja? Gut, das war die Struktur, die wird nicht Einfluss haben und die wird nur verstehen sollten. Aber was sollten wir mit Input- und Output-Geräten programmieren und steuern? Wir sollten zuerst uns fragen, wie können wir die Geräte adressieren? So, das kann man mit Memory Map IOT machen. Zwar früher ich schon gesprochen. Wir setzen besonders speziell speicherte Adressen für Geräte. Und Kommunikation zwischen Programm von Software und Geräte von Hardware brauchen wir nur zwei Befehle. Load und Start. Load bedeutet Read, so Lesen von Gerät ist Load. Start, dann schreiben wir zum dem Gerät. Es bedeutet, wenn wir an diese Adresse laden, wenn wir etwas von dieser Adresse lesen,
dann das ist gleich wie Input von diesem Gerät. Wenn wir das hier an diese Adresse speichern, dann setzen wir als Ausgabe zu diesem Gerät. Okay, das haben wir schon erledigt. Und das auch ist ganz wichtig, dass diese Adressebereich muss vom Cache ausgenommen werden. Ansonsten, wenn wir an diese Adresse lesen, dann ist Cache-Hit, benutzen wir die Datei. Das ist nicht richtig. So, mit Memory Map IO müssen wir von dieser Adresse von Cache ausgenommen werden. Ja, Beispiel. Okay, wir sollten auch diese ausnehmen. Nächstes Jahr. Okay, gut. Dann, das ist ganz einfach, um diese Gerät zu zugreifen. Und die Trennung im Input-Output-Gerät und Speicherbus nur über den Bus-Adapter. Das ist für uns fast nichts zu tun. Gut. Es gibt natürlich mit solcher einfach Realisierung ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Die Vorteile von Memory Map IO sind wie folgt. Mit solcher Realisierung können wir einfach mit großer Input-Output-Adresse-RAM benutzen. Und es gibt auch wenig Festlegung bei Prozessorenentwurf. Wir können einfach mit neuen Prozessoren mit dieser Memory Map IO benutzen. Es gibt auch keine Notwendigkeit, besonders Input-Output-Befehle zu entwerfen. Und dann, das gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Die Timing ist nur über Bus-Adapter und der Zugriff auf Input-Output-Geräte ist nur über Speicherverwartung, weil wird nicht speichert und Geräte unterschieden können. So, wir benutzen alles mit Memory Map, Load und Store. Und wenn ich diese Datei laden musste, dann ich sollte überprüfen, ob diese Adresse ist gültig für den Prozess. Und das ist nur über Speicherverwartung. Weil wir benutzen einfach nur Memory Map IO. Okay? Gut. So. Die zweite Methode ist ganz anderes. Dann hier benutzen wir separate Input-Output-Adressen. So, es bedeutet, wir haben 9 speichert Adresse nur für Eingaben und Ausgaben. Und dann benutzen wir auch spezielle Input-Output-Befehle. Das bedeutet, für den Zugriff von einem Gerät benutzen wir besonders spezielle Befehle. Zum Beispiel int aus Eingabe, out aus Eingabe. Okay? Dann die Prozessoren können mit dieser Adresse auch speichersbezogene
adressierend nutzen und brauchen wir jetzt ganz anderes, wenn wir darüber nochmal gucken. Wenn wir mit besonders Inputs-Outputs-Befehle und separaten Inputs-Outputs-Adressen gucken, dann ist hier möglich, können wir auch jetzt besonders Zugriffsschutz für diese Inputs-Outputs-Gerät benutzen. Aber dann die 3 Vorteile sind jetzt auch Nachteile. Okay. Das bedeutet, die Vorteile und Nachteile sind umgekehrt, wenn wir über separate Inputs-Output-Adressieren benutzen. Das kann man auch in Intel-Prozessoren setzen. Dann sehen wir hier diese Adresse vom zum Beispiel hier mit Graphic Controller und dann sehen wir die Inputs- und Outputs-Adresse für diese Geräte. Es gibt die 2 Methoden und dann sollten wir auch über Busse mit Bestätigung oder ohne Bestätigung diskutieren. Sollten wir das machen oder nicht? Wie viele Folien bauen wir? Ganz. Okay, gut. Okay, das ist ganz schnell, wenn wir nicht komplizierte Dinge diskutieren mussten. Ja? Im Anhang setze ich viele Dinge dabei. Diese alles hier kann man zu Hause lesen, aber wir sprechen hier nur ein bisschen Konzepte, aber nicht Details über diese Bestätigung. Okay, Bestätigung mit mehreren Komponenten ist ganz, ganz schwierig zu realisieren. Ja? Ich schicke etwas zu dir, dann was sollte ich machen? Sollte ich warten, bis ich etwas bekomme? Also ich gebe diese Botschaft zu Christian, dann es gibt dazwischen, es gibt einen Zustand, das wir beide nicht darüber kennen. So I send something to Christian, we go through a network, we don't know what happens there. So ich kann warten, er kann auch warten. Ich kann warten bis Ewigkeit. Oder ich kann einfach ich kann weiter etwas machen. So, deswegen, es gibt diese 2 verschiedene Methoden mit Unidirectional Timing oder Bidirectional Timing benutzen. Unidirectional Timing bedeutet auch mit synchronen Bus. Mit synchronen Bus, es bedeutet, dass ich warte, bis Christian ein Acknowledgement zu mir zurückschicken, dass er schon die Information bekommt. Und mit Bidirectional Timing benutzen wir mit asynchronen Bussen. Ich schicke etwas aus und ich mache weiter. Ich warte gar nicht. Wenn etwas passiert, dann passiert etwas. Ich kann alles ignorieren. Wenn die Nachricht nicht entfernt wird, dann ist es verloren. Ja? Okay. Mit Asynchronous Bus. Mit Synchronous Bus, es ist garantiert, dass die alle Nachricht immer
in dieser Phase entfernt. Gut, so. Dann können wir einfach über die beiden Methoden gucken. Mit Unidirectional, mit Synchronous Bus, das ist einfach. Und bei konstanten Antwortzeit ganz schnell. Und mit Bidirectional Bus, es passt sich unterschiedlichen Geschwindigkeiten an. Und mit Unidirectional Bus, das Kommunikationspartner, muss immer in bestimmten Zeiten antworten, ansonsten kann ich nicht weitermachen. Mit Bidirectional, das ist komplexer und zeitüberwachend notwendig, wenn wir etwas synchronisieren möchten. Ja? Ich kann die Information ignorieren, weiter Ausführung, aber das ist ein unverlässliches System. So, wir müssen noch über wir müssen über die Bestätigung von Empfänger immer überprüfen. So I said that when I send to him, I can continue to do something else. But if the message is lost, you will never trust the system. So you would have to check that at some point, and this is what I meant here. You need to actually do this management. You can go to do something else, but at some point you need to check whether you receive the acknowledgement. Okay? So let me repeat it again. For unidirectional, we establish a circuit. We exchange directly. So there's no need for acknowledgement because we are in a closed connection. For bidirectional, I send to him, I just don't care. At this moment, what's going on, I do something else. But I expect that I receive the acknowledgement within a specific amount of time. Otherwise, I would send it again. Otherwise, he would have missing information from me. Okay? You cannot trust a system that does not do acknowledgement. And later on in the lecture of RVS, you will learn that sometimes you really just don't care. If you want to watch YouTube videos, like now, you probably don't care what I just said. If you lost 1 or 2 seconds, you will say, he probably talked something meaningless. So you can allow those information to be dropped. So this is done in a protocol called UDP. And if you want to get the information precisely, without any loss, you would do that with TCP. Yeah? So that's the difference as well. But that is in the internet. This is in the networking protocol level. We are talking here in the connection level within a chip. So you don't do that with those protocols. You do that with point-to-point connections or bus or switch within the system. Okay? So for unidirectional, wir sehen solche Busse von synchronen Busse oder Speicherbusse. Oder bidirectional, es ist mit vielen Eingaben und Ausgaben und Peripherals Busse dort dabei. Okay, so das war ich schon. Was hier? So Sender und Empfänger müssen jeweils von Automatat darstellen und dann die Automaten können Sie am Ende in Anhang sehen. So, es gibt viele Möglichkeiten dabei und für diese Dinge müssen wir über Acknowledgement und die richtige Adresse zu gucken.
Aber wie ich schon gesagt, wir haben nicht genug Zeit, darüber zu sprechen. Okay. Gut. Gibt es Fragen? Wenn nein, dann sprechen wir, was besonders wichtig ist. So, die 3 Dinge, die ich erklärt habe, sind Basis und die nächsten Dinge sind wichtig für Zukunft. Auch für Betriebssysteme, für Betriebssystembau, für angepasste Systeme, für das Verständnis von Programmierungsperspektive. Okay, gut. So, was können wir jetzt? Das sind wichtig für uns. Map.io und Separated Input-Output-Adresse. Aber wie können wir die Geräte programmieren? Oder wie können wir die Geräte kontrollieren? Wir sprechen hier zusammen 5 Techniken und dann ein paar Techniken sind in Kombination. Okay, so Sie sollten mindestens die 3 Konzepte Polling, Interlock und DMA verstehen. Okay, so dann zuerst gucken wir, wie wir die Eingabe und Ausgabe zugreifen. Zuerst mit dieser Direct Eingabe und Ausgabe auch Immediate Devices. So in manchen Fällen es ist nicht erforderlich mit Synchronisation vom Prozessor und die Geräte zu tun. Wir nehmen einfach die Eingabe in und wir schreiben die Ausgaben einfach aus. Es gibt keine Notwendigkeit zur Synchronisierung. Das ist zum Beispiel ganz einfach, wenn wir etwas setzen und ohne Synchronisation brauchen, zum Beispiel Lampen. Ich setze eine Lampe an und das ist an. Nach ein paar Sekunden oder ein paar Millisekunden oder ein paar Nanosekunden. Das ist, wie lange dauert es, ist egal für mich. Das ist egal vom Benutzer, also das ist nicht egal vom Benutzer, aber ich kann nichts kontrollieren und ich brauche auch nichts zu kontrollieren. Okay? Auch wenn wir über FUFA gucken, das ist, ich schreibe im FUFA. Es dauert ein bisschen Zeit, aber egal wie lange es dauert, es wird fertig sein. Ja? Und das ist, kann man einfach mit Load und Start zum Input und Output setzen. Das ist am einfachsten. Okay. Das ist besonders einfach. Meistens benutzen wir mindestens solche Strukturen. Es bedeutet, wir sollten zuerst gucken, ob wir Outputs schreiben können oder es Eingaben dort gibt, schon im Inputs- und Outputs-Geräte. Wenn es keine Inputs gibt und und das Programm liest von diesem Gerät, dann das Programm kann nicht weiterlaufen. Ja? Weil es gibt keine Datei und es gibt die 2 Fragen, ob das Programm soll harten
aus können dort weiter ausführen. Okay, so wir sollten immer gucken, ob wir lesen dürfen, oder wir schreiben dürfen. Und was können wir machen? Das ist einfach so. Hier ist eine Schleife. Wir gucken, ob es neue Daten vom Gerät dabei. Wenn nein, dann gehen wir zurück. Wir warten weiter. Wenn ja, dann lesen wir diese Data und dann können wir weiter benutzen. Ja? Dann, wenn es ist schon das Ende der Block, dann gehen wir zurück, dann geht weiter, immer so. Es ist Status Method und das ist ein Principle through the waiting loop. Or it's a busy waiting. Okay. What's wrong with this method? Was kann passieren, wenn wir diese Methoden benutzen? So it looks like that, right? Okay, there's an answer from YouTube. Auch das Warten braucht Ressourcen. Okay, so the reason is that if you do this loop, there's no waiting. You are checking. Right? There's no waiting. Okay. Sounds bad. Because didn't I claim that I'm doing waiting? How come there's no waiting? Yeah. So if you look at this one, basically, if you don't technically implement this waiting mechanism in a way that you don't need any resource, then the waiting queue will peep. That's not it. So you put yourself to the waiting state all the time. Okay, it's like that. You are waiting outside, and there's only one person waiting for being vaccinated. But you are vaccinated again. So I hope this doesn't imply anything, but yes, not for the sausage, right? Okay, good. So we cannot do this. So how can we improve this method? I think there are two ways, right? One is that don't call me, we call you. One is the case that the device calls the program. Another is to still utilize this method, but implement a method that does not need resource while waiting.
Right? There are two methods to reduce the problem I just mentioned. One method is that you are in a waiting state, but you don't have to check whether you receive the new data or not. You are notified when there's a new data. You do not call the info center. The info center calls you. That is one method. The other method is that you go to check every day whether there's a wearable vaccine that you can use. How come this is always related to COVID-19? Okay. And the first method I mentioned is called Interlock. The second method is called polling. Let me repeat this again. Diese Methode, busy waiting, braucht man auch für diese Methode, busy waiting, braucht man auch Ressourcen während des Wartens. Okay? Der Prozessor bleibt beschäftigt während des Wartens. Wir haben zwei Möglichkeiten, um diese Schäden zu verbessern. Zuerst, wir können wartend implementieren, aber solche Warten braucht man keine Ressource. Oder wir warten, aber diese Warten ist wegen Notifizieren. Wir lassen den Prozess irgendwo und es gibt keine Prozessoranfrage mehr. Aber wenn etwas von diesem Gerät verfügbar ist, dann notifizieren wir das Programm weiterzumachen. Der vorne ist polling. Die zweite ist Interlock. Okay? So polling means that you regularly go to ask the device whether there's anything available. It's polling. You go to poll the device whether there are things available. Interrupt imply that you don't do anything until the moment that you are notified. Okay? Good. Yeah. Okay. Ja, sollten wir durchsprechen? Das geht, ja. Alright, so busy waiting kann man noch auch benutzen, wenn das Gerät so schnell ist und die Schleife selten durchlaufen wird. Das geht natürlich, aber ansonsten gibt es immer das Problem, dass busy waiting verbraucht auch Ressourcen. Okay, polling. Das habe ich schon erklärt. So, wir prüfen, ob das bereits Bits mit dem Gerät auseinandersetzen oder nicht. Und wir machen Sort normalerweise periodisch. Normalerweise. Es kann sein, dass es unperiodisch, aber das kann man mit Zeit benutzen. Und das ist natürlich auch mit ein Problem, wenn wir mit vielen Geräten einen Adapter setzen. Wenn das Gerät kaputt ist,
dan kan man ook met format bereits besetzen, aber es nichts dabei. So, dann ist es Deny of Service von die ganzen Systeme. Okay, so Polling ist vielleicht nicht viel zu tun. Es ist auch gleich wie Busy Waiting. So Polling ist nur eine Verbesserung mit Wait zu tun, auch gleich Konzept von Busy Waiting. Das, was sollte ich sagen, das war gleich wie mein Beispiel. Der Unterschied ist, dass wir haben Wait oder Sleep impliziert oder explizit dort implementiert. Interrupt is somehow strange. For the beginners, interrupt would stay with you all the time in your career as informatiker. Okay. If you were to do anything with your computer systems, you would always get something related to interrupts. So why are interrupts so important? Can you tell us? Weil es eine unglaublich weit verbreitete und effiziente Methode ist, um Daten auszutauschen. Ja. Also bei so ziemlich jedem, fast jedem Ausgabegerät, was man so in einer modernen CPU findet, geht es nicht mehr ohne Interrupts. So, how could I learn interrupts? What is the best way to learn how to control the interrupts? We still have 15 minutes before the end of semester. Is that sufficient to understand the concept? But unfortunately, the way to understand interrupts, the only way to understand interrupts is to make your system broken many times with the wrong handlings of interrupts. Then you learn that, I cannot do that. I cannot do that. I cannot do that. You have to learn from failures. And this is only possible if you really touch the system. And you first have to understand some concepts of Betriebssysteme, computer structures, some computer architectures, and some assemblies, and then you will probably be able to do this. Wir hatten uns das ja schon mal angeguckt, irgendwann früher, wie so ein Interrupt funktioniert. Und die Idee ist ja, dass meine Hardware schlicht und ergreifend meinen Program-Counter irgendwo anders hin katapultiert, ohne Rücksicht darauf, was eigentlich gerade passiert. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass der Programmierer dazu verantwortlich ist, alles wieder aufzuräumen, was dabei kaputt gegangen sein könnte. Und wenn ich auch nur die kleinste Kleinigkeit vergesse, dann funktioniert mein System nicht. Und man vergisst sehr schnell etwas. So, das Problem von Interrupt ist das. Der Interrupt Handler ist Interrupt Handler sind ganz wichtig Software System Routines und die sind ganz wichtig von Betriebssystemen, für Inputs, Outputs, für Speicher und auch für Prozessor. Und we will shortly talk about interrupts so that you understand the procedures, but we will not talk about how to program the interrupts. The important thing to program interrupts would be that you need to clear the flag of interrupts so that you know that whether your interrupt handler is reentrant or can be reentrant or not. You need to clarify the flag and then do this, and that. Only after that, you can start your interrupt handler. Here, we only talk about the concept. The concept of interrupt is very simple if you don't want to look into the details. And this is what I want you to know.
that there are two methods for handling the input-output devices. One is polling, one is interlock. You don't have to understand how to program the interlock handlers, how to set up the inter-handlers correctly with the proper masking and priority assignment. This is not what you would be asked to do. If you try to Google interlock, you get tons of those stuff. Huh? This is not what I expect you to understand. What I expect you to understand is the difference between polling and interlock. Polling is from the program's perspective. So the program polls, or the device driver polls the device to know whether there's anything or not. Now, interrupts come from the device itself. The device is configured to send interlock notifications to the system. The system is informed for such a status change and calls the interrupt handler to perform the corresponding handling. Okay, is that clear? Good. I hope this is clear enough. Now, let's think about what happens. If I tell you that I have something to give you, what should we do? You order something from something called JJ Zone. So, and then I notify you that, Christian, your packet is available. And what should you do next? Could you use the microphone? I think I should answer your request. You should answer my request, yeah. You should at least pick up your phone, right? Exactly. Yeah. I have to pick up my phone. Otherwise, I will call you again. Or the information is lost. Or there is no information, no delivery. So, very good. Yeah. So now you pick up the phone, and? I received the information you sent me. I read out. So we two start to talk, right? There's a moment we talk, and then when we talk, the processor is occupied. Okay. So if we want to send, I want to send a massive data to him. Maybe we would do something else. We say, do you have another channel that I can, using telephone for the data transmission is too slow. Do you have high-speed internet at home? Yeah. Can you give me an access to that? Yeah, I can submit an address data. Yeah, address data. So I can submit anything there. Yeah. Yeah. How fast is that, internet? It should be faster than this. Way faster than telephone. Should be faster enough than the telephone connection. Okay, so this is what we understand. There are two things. First, either the device notifies him or he calls the company regularly or irregularly to check whether the goods are available. Okay? Now, if the goods are available, we have two ways to do this. Either we just directly use the channel, we talk, send the data here and back and forth, and then this is done. But this means that if we two he represents the processor, I represent the device, then he is completely occupied for a slow communication. What we can do is that we set up another side channel, another channel, let's not call it side channel. We set up another channel, and that channel is used for massive data transfer. And that is our direct memory access. So he gave me an address that I can directly send my data there, and I tell him that after the transmission is done, I would tell you that this is done. Or, on the other hand, there's actually a third party
the DMA controller, which he sets up the address, and then basically it becomes me and the DMA controller to move the data around us. And when the data is really in the memory, the DMA controller notifies the processor to actually continue. I think a good example would be if I send you a cloud link, a Dropbox link. The Dropbox link, oh yeah. Either Yes. I get notified by the Dropbox that files are available, or you tell me that you uploaded the files. Maybe next time we explain this way for Interlock. Yeah, it's a bit strange that we use it's a bit strange that we use Dropbox or the application level to explain what happens now in the operating systems and computer structures, but it actually happens like that. Is that clear? So I think I can go through the slides, but then you will basically understand what I just talked. So we can go through the slides quickly. So Interrupts, Unterbrechungen. So wir sehen hier, es gibt immer verschiedene Dinge in die Betriebssysteme. So, was passiert hier, wenn das Betriebssystem führt einen Prozess aus und gibt es ein Interrupt, dann das Betriebssystem muss über diese Interrupt Eingabe und Ausgabe Interrupts verhandeln. Zuerst müssen wir zurück von diesem Prozess zurück zu Betriebssystemen und weiter, um Interrupts und Output zu handeln. Und hier ist der Ablauf. Der Ablauf, wie schon gesagt, Prozessart überträgt Eingaben, Ausgabe, Auftrag an das Betriebssystem. Und dann es gibt Dispatcher, verschiedene Dinge im Betriebssystem. Was passiert ist das, wenn etwas von Eingabe und Ausgabe generiert, dann müssen wir diesen Prozess notifizieren und dann das Prozess ist nicht weiter in User Space, ansonsten in Kernel Space, dann müssen wir in Interrupt Handler springen und Interrupt Handler, das haben wir auch schnell in Mikroarchitekturen, Instruktionsarchitektur dort gesprochen. Es ist gleich wie Funktionsaufruf, aber solche Aufruf kann auf jede Zeit passieren. Ja? So, man muss dort gucken, dann gucken wir, welche Ursache für solche Interrupts ist. Wenn es mit Vektor-Interrupts gibt, dann führen wir das Interrupt-Handlers aus. Dann am Ende gehen wir zurück mit Return from Interrupt und können wir weiter machen. Okay, das war Interrupt, das ist Interrupt. Wir haben dort schon gesagt, zum Beispiel die alle Geräte hier benutzen, Tastatur, Maus, die alles hier sind auf Interrupt. Ohne Interrupts gibt es kein modern Computersystem. Okay, das ist auch gleich mit DMA. DMA, das ist gleich wie unsere Diskussion. Wenn die Daten zu groß ist zu transportieren, ansonsten müssen wir die ganze CPU besetzen, dann das ist nicht gut, wenn wir nur über Dateien von Geräten und Speicher zu transportieren. Dann benutzen wir DMA, Direct Memory Access. Dann, das ist, wie es funktioniert. Das ist, wie wir schon diskutiert. Wir transportieren zwischen DMA-Controller und DMA-Controller, Hauptspeicher und die Geräte. Und dann, wenn alles fertig sind, dann können wir weitermachen.
Zu programmieren müssen wir zuerst DMA-Hardware initiieren und dann benutzen wir zwei Dinge, Anfang-Handlung und Ende-Handlung. So, wie sollten wir am Ende handeln? Welche Adresse sollten wir von Anfang Adresse, um diese Transportation zu setzen? Das ist von Anfang behandeln. Und dann, wenn es Fehler gibt, was sollte man tun? So, wenn wir setzen DMA-Transportation, aber dazwischen hat das Gerät schon unverbindet. Dann sollten wir auch weiter benutzen. Was können wir weiter benutzen und wie sollten wir zurücksetzen? So, aus Programmiersicht ist DMA die einfachste Technik zu transportieren. Ansonsten muss man die Byteblocker von Device-Geräten zum Speicher zu setzen. Okay, so, Ablauf der Kommunikation. Das letzte Thema der Vorlesung. Nein, nicht die letzte. Das letzte Thema relevant zur Klausur der Vorlesung. Haben wir schon ausgesprochen. Wir haben 5 Techniken besprochen: Immediate Devices, Busy Waiting, Polling, Interrupts, and DMA. You would have those names, polling, interrupts, and DMA, staying with you whenever you talk with people about hardware. They ask you whether you do polling, interrupts, or DMA. When you need to handle the hardware, you would have to spend time doing interrupts. DMA, understanding how to handle those stuff. If you design a device driver, that's a new one, then you will need to have understanding of the 3 parts. And my advice is that if you want to understand this, you first have to understand the theory, how it works, and then you need to put your hands in. Otherwise, you would only understand the theory. And when you put your hands in, don't be afraid that you crash your systems many times. Everyone had that. We did that. I designed a karaoke system, and then I wrote a device driver at that time. I cannot remember how many times my Linux was crashed due to my wrong implementation of the interrupt handler. All the polling stuff. I mean, everything could be possible if you don't do it right. Yeah. Okay, gut. Gibt es Fragen? Wenn nein, sprechen wir am Mittwoch über das Informatik-Kolloquium. Was können Sie später erwarten? Die Vorlesungen, die relevant von Rechnerstrukturen. Und wie können wir die Konzepte, die wir hier sprechen, über Machine Learning oder Artificial Intelligence machen? Ja. Und am kommenden Montag ist dann noch die Probeklausur hier in diesem Raum und online. Frage? Ja, okay, gut. Dann bis Mittwoch.